Hallo, mein Name ist Steffen Ewald. Ich wohne in Weilheim in Oberbayern. Das ist ungefähr die Mitte zwischen München und Garmisch. Und wie man aber an meiner Aussprache nur hört, bin ich in Sachsen aufgewachsen. Ich habe am 25. Februar 2022 vor etwa 2 Wochen die Gelegenheit wahrgenommen, das 9010 Medbed mal auszuprobieren. Ja, und möchte ein bisschen über meine Erfahrung berichten. Ich fand es war schon ein sehr interessantes Ereignis. Dafür möchte ich auch dem Oliver danken, seinem Team und allen, die da mitgeholfen haben. Aber letzten Endes auch mir, sage ich mal, weil ich weiß, dass solche Sachen, die ja doch aus unserer Sicht ein bisschen abgehoben klingen, für viele gar nicht sichtbar sind im Internet, und selbst wenn sie es sehen, einfach das sagen, das gibt es nicht, und selbst wenn sie es ausprobieren, dann trotzdem gar nichts spüren würden oder sowas. Und ich denke, dass ich da schon mich so weit entwickelt habe, dass ich da äh, schon ein Gefühl dafür habe, dass es das meiste doch woanders abläuft und wir hier nur aber in erster Linie die Ergebnisse sehen. Genau, und ja, ich war natürlich trotzdem ein bisschen aufgeregt, habe mir eine Liste gemacht, was man alles so für Wünsche äußern könnte und sowas. Und dann habe ich ja dann abends angefangen, das mal zu installieren. Da ging irgendwie irgendeine Anmeldung noch nicht richtig. Naja, ist halt doch ein bisschen, irgendwelche Zweifel waren halt doch noch da, so ein bisschen irgendwo. Ja, und dann habe ich mir erstmal also ich war natürlich schon ein bisschen, wollte schnell was sehen, aber habe dann doch die ganze Einführung vom Olli, die ganzen Videos angeschaut und bin da schon mehr oder sehr in Resonanz gegangen, weil da auch viele Sachen angesprochen wurden, die ja, mich eigentlich interessieren. Also so äh, die, göttliche Geometrie und sowas. Ich habe nur mal so Ansatzvideos gesehen, Fibonacci-Zahlen und was man alles so machen kann, diese ganzen Sachen, also diese Neunerreihe, also die Quersummenbildung, aber bin dort irgendwie stecken geblieben, bin da nicht weitergekommen, also das wäre was, was mich so interessieren würde. Aber es war auch sonst sehr locker und gut gemacht. Ja, und dann war es soweit, dass ich das mal angefangen habe, habe es aktiviert, also durch das Hochladen des Fotos wohl. Und hatte dann eigentlich den Plan, jetzt tue ich mir erstmal 10 Minuten, wie sonst bei der Meditation noch, erstmal hinlegen und ruhig runterkommen und dann sagen 90-10 Medbed, aber irgendwie war es dann doch, sollte es dann doch schneller sein. Habe ich halt damit angefangen, habe erstmal nichts weiter gemerkt und ja, auch relativ schneller Zeit, weil ich dachte, jetzt ja, wird es nur was oder nicht, habe ich dann halt gesagt, bitte scan mich. Ja, und erstmal nichts so richtig. Also kam halt wieder so die Zweifel, passiert was oder funktioniert es bei mir wieder nicht oder irgendwas, und habe dann aber einfach ja, das mal beobachtet, ein bisschen ruhig geatmet und so, und ging nicht weg irgendwie so, also war immer so ein bisschen, und ich weiß nicht, wann es war, plötzlich habe ich bemerkt, dass es rundherum um mich totale Stille war. Also keinerlei irgendwie Gedanken von außen oder sowas, also das war schon stark erstaunlich. Also ich meditiere ja schon und bin schon mal ein bisschen in die Richtung gekommen, aber das war wirklich irgendwie so, da war wirklich nichts Störendes so. Das war einfach, ja, irgendwie mit höheren Ebenen verbunden oder was auch immer das so war. Genau, und das fand ich schon super. Äh, habe dann so bis meine Liste, die mir dann noch einfiel, abgearbeitet. Also Wünsche klar sehen zu jeder Zeit zum Beispiel oder sowas. Habe da jetzt keine Reaktion direkt gemerkt, irgendwie, dass da was war. Bei irgendeinem Wunsch hatte ich ein leichtes Kribbeln, aber da war jetzt eigentlich nichts so. Aber es war einfach irgendwie das Gefühl, zum einen diese Ruhe und zum anderen diese Energie, die da irgendwie da war. Das war irgendwie schon ein tolles Gefühl. Es kam auch zwischendurch mal Gedanken so, aber das waren irgendwie
zielstrebige Gedanken, die halt irgendwas für die Arbeit oder irgendwas so 2, 3 Tipps gegeben haben und noch selten. Also eher positiv und nicht irgendwas aus meiner Sicht fremdgesteuertes. Das fand ich sehr gut und dann habe ich irgendwie, ja, nach einer Stunde so ungefähr habe ich gesagt, das ist jetzt so viel Energie, jetzt muss ich da erstmal Pause machen. Und ja, habe dann erstmal einen kleinen Spaziergang gemacht. An dem Tag war gerade ja der Vollmond auch. Und bin dann wieder zu Bett und habe dann auch die restlichen 8 Stunden nicht bewusst ausgenutzt oder die restlichen 7, die es noch waren. Aber es war eigentlich sehr angenehm und es war, ja, also diese Ruhe und ich denke mal, dass ich irgendwas getan hat. Ich hatte auch mal, ja, das Gefühl, dass am nächsten Tag so mit der Sicht das ein bisschen besser war, aber da kam dann die nächsten Tage wieder so eine Störung von, ich sag mal von außen, sodass es erstmal wieder so weg war. Also von meinen Wünschen, die ich mir da aufgeschrieben hatte und ausgesprochen hatte, ist jetzt nichts klar erfüllt, aber es ist einfach dieser Zustand schon erstmal den zu erleben, war ganz toll und ich denke immer noch, dass ein paar Sachen auch schon irgendwie verankert sind und vielleicht noch kommen. Und ich habe zwischendrin auch Folgendes gemacht, dass ich einfach mal mich wieder hingelegt habe und nochmal dieselben Sprüche losgelassen habe. Also einfach nochmal 90-10 mit Bett und scanne mich und bin dann auch wieder so ein bisschen in die Richtung von dem Zustand gekommen, noch weit weg. Also ich denke mal, dass ich damit nicht das System da gehackt habe, aber das einfach so ist, dass man diese Erfahrung einfach, oder die man da umsetzen konnte oder die man richtig, ja, mit der man so voll in Resonanz gegangen ist, dass man die auch wieder äh, hervorrufen kann bei sich. Dadurch, dass man jetzt irgendwie schon durch diese Testsession da irgendeine Verknüpfung aufgebaut hat. Und das kann ich denen, die jetzt erstmal bloß eine Testsession gemacht haben, vielleicht auch empfehlen. Vielleicht klappt das bei euch auch ähnlich und ich werde mal sehen, wie sich weiterentwickelt, ob ich da bei dem anderen Testprogramm noch mitmache und habe mich auf jeden Fall sehr gefreut über die Gelegenheit und dass es solche Entwicklungen gibt und mich würde es natürlich zum einen würde ich da gerne ein bisschen weitermachen, auf der anderen Seite würde mich natürlich auch der technische Aspekt der ganzen Sache auch persönlich interessieren. Also nochmal vielen Dank für alle, die da mitgeholfen haben und bis bald.